Fußball 2000. Wir sind hier in den heiligen Hallen der Löwen. Wir reden natürlich über das Spiel gegen Bremen, Tabellenplatz 2. Ich kann es immer noch nicht ganz glauben, aber ich gehe mich jetzt erstmal bedanken, dass wir hier sein dürfen, mein lieber Christian. Grüße dich, hi, Basti. Und ich wollte dir auf jeden Fall schon mal eine Ansage machen. Macht uns am 4.1. bitte den Platz nicht kaputt, weil ich habe das Gefühl, die Eintracht muss und wird eine richtig geile Rückrunde spielen. Aber am 4.1. Seid ihr im Waldstadion. Was geht ab? Genau, ganz großes Eishockey-Event, Wintergame. Das heißt, das größte Derby aller Zeiten zwischen den Löwen und den Adler Mannheim. Wir hoffen auf eine Kulisse von eventuell 50.000 Zuschauern. Es wird ein riesen Eishockey-Event mit ganz viel Rahmenprogramm. Und das ganz Besondere ist natürlich Eishockey im Fußballstadion, Eishockey im Waldstadion. So ist es, meine lieben Freunde. Also, wenn ihr da auch Bock drauf habt, sagt Bescheid. Ansonsten 4.1. 4.1. Ansonsten geht's jetzt los. Fußball 2000, wir befinden uns heute im Innersten des Löwenzirkus, könnte man fast meinen, bei den Frankfurt Löwen hier in der Kabine. Und wir haben uns gedacht, nach dieser engen Partie gegen Bremen brauchen wir was Enges. Ja, und haben gedacht, wir sind hier und haben gedacht, das wäre doch gar nicht so verkehrt. Ja, das war genau so, sind wir drauf gekommen. Machen wir nochmal neu. Okay, nein, ist doch geil. Ist doch super. Weiter. Genau so. Warum gewinnt die Eintracht ihre Spieler? Ja, okay. Durchwursteln mal. Durchwursteln. Nein, wir machen nicht nochmal noch. Riecht auch ein bisschen nach Bremen. Hier riecht es ein bisschen muffelig auf jeden Fall. Aber muffelig war es vielleicht auch auf dem Spielfeld. Aber man muss sagen, die Eintracht hat sich auf jeden Fall erkenntlich gezeigt. Ja, das ist doch gute Laune, weil wir sind Zweiter. Was wollt ihr denn? Lasst jetzt schon mal ein Like da und schreibt in die Kommentare, wie sehr ihr euch freut, dass wir Zweiter sind. Ey, es ist wunderbar, aber Basti, wie kam es dazu, dass die Frankfurter Eintracht eine durchaus enge Partie gewonnen hat? Tatsächlich, weil die Eintracht mittlerweile ein unglaubliches Selbstvertrauen hat. Das hat bei mir schon angefangen, nach 5 Sekunden habe ich so gedacht, ey, die Eintracht schafft es mittlerweile, direkt da zu sein. Erinnert euch an die Zeiten, wo du das Gefühl hast, ja okay, wir können die Uhr noch stellen, dass die Eintracht eine ganze Halbzeit verschläft und dann irgendwann in der 60. Minute sich aufrafft, um irgendwie nochmal an diesem Spiel teilzunehmen. Jetzt ist die Eintracht nach Sekunden schon da. Du hast direkt nach 15 Sekunden das Gefühl gehabt, okay, Pam. Die Eintracht hat viel Speed, die Eintracht hat viel Schnelligkeit und ist direkt einfach in so einem Spiel drin. Und das hat mir ehrlich gesagt für dieses ganze Spiel ein gutes Gefühl gegeben. Natürlich hat die eine oder andere Chance kein Tor gemacht, aber es ist trotzdem so, dass ich das Gefühl hatte, die Eintracht ist auf jeden Fall so auf dem Platz und auf jeden Fall gefährlich die ganze Zeit. Sofort am Start gewesen, das haben wir gemerkt. Mamouche auf jeden Fall ein gefährlicher Aktivposten. Wir haben aber auch gesehen, dass die Bremer durchaus auch versucht haben, das eine oder andere Tor zu schießen. Würdest du das als solch enge Partie bezeichnen, wie es meiner Meinung nach ja auch wirklich war? Aber ich bin mal gespannt, was der erreicht hat dazu. Ja, es war schon eine enge Partie natürlich, aber es war jetzt auch nicht so, dass ich das Gefühl hatte, dass Bremen super gefährlich ist. Oder so. Also ich habe das Gefühl, dass die Eintracht extrem konzentriert verteidigt. Ich finde, da hat jeder hinten drin eine extrem gute Partie gemacht mit Arthur Théat als absolutem outstanding Player, finde ich. Der hat ein Wahnsinnsspiel gemacht. Der hat, glaube ich, gar keinen einzigen Zweikampf verloren. Der hat vor allem, das hast du mehrfach gesehen, wie offensiv der denkt. Ja, das stimmt. Also der verteidigt nach vorne, dadurch ist er eine Möglichkeit, immer mal so Ballgewinne zu machen. Und auch wenn er nicht direkt nach vorne verteidigt, sobald er den Ball gewinnt oder angespielt wird, denkt er sofort nach vorne. Also der hat so viele Diagonalbälle gespielt, so viele Bälle direkt, auch das Tor zum Beispiel. So Laserpässe. Ja, du hast das Gefühl, er will sofort irgendwie. Die kommen immer in so Halbräume oder halt ganz über alle drüber irgendwie in die Tiefe. So. Das ist ein richtig geiler Spieler, was das angeht. Also das ist ein Skill, der letztes Jahr auch noch nicht in der Form nicht da war. So ist auch das 1:0 eingeleitet worden. Ne? Der hat einen Ball bekommen, sofort auf Nene Brown gespielt, der da irgendwie in so einem Halbraum war. Der hat es auch extrem gut gemacht, ist dann in die Mitte gezogen. Und dann kam das 1:0. Man muss schon auch sagen, dass ich das Gefühl hatte, in der zweiten Halbzeit hat die andere ein bisschen zu wenig gemacht. Aber was sie immer gemacht hat, war extrem gut, solide zu verteidigen. Eigentlich hatte Bremen eine Chance. Das war das Ding von Weiser, was Kevin Trapp sehr gut pariert hat. Das war's. Deswegen war es schon knapp, aber es hat trotzdem die bessere Mannschaft verdient gewonnen. Auf die Defensive will ich gleich noch mal eingehen. Ich will aber noch mal darauf gehen, dass es ja durchaus, also von den Statistiken gucken wir uns an, Zweikampfbilanz genau gleich, 50-50. Wir haben die Ballverteilung, also wie viel Ballbesitz es war auch 50-50 im Endeffekt. Und es war nur so, dass die Eintracht tatsächlich mehr Torversuche hatte. Was hat aber für dich den Ausschlag gegeben, dass die Eintracht nicht nur das Tor gemacht hat? War das wirklich die individuelle Qualität, die wir mittlerweile immer öfter bei der Eintracht sehen, wo wir sagen, das sind halt so Momente, dass wir dann einen Götze haben, der dann genau dieses Spiel auch entscheiden kann? Ich finde, das Tor ist symbolisch für diesen Sieg tatsächlich, weil du das Gefühl hattest, wie du es gesagt hast, das war schon eine harte Nuss.
So, die Eintracht musste sich über 90 Minuten konzentrieren und in die Nachspielzeit hinaus. Die Eintracht musste da sein. Bremen war auch nicht ungefährlich. Ich fand auch, Bremen hat gar kein schlechtes Spiel gemacht. Du hast gesehen, warum Bremen in der Auswärtstabelle so weit oben ist. Ja. Die hatten auf jeden Fall ihre Momente, die hatten auch gewisse Pläne, so, die du irgendwie vereiteln musstest. Aber dieses Tor ist natürlich symbolisch für dieses Selbstvertrauen, was du auch gerade hast. Ja. Du hast es gesagt, Theat nimmt den Ball mit einem Plan. Dann nimmt der Nene Brown mit, der sieht diesen Ball. Ich habe diesen Raum, den er da sieht, habe ich gar nicht gesehen. Ja. Ich hätte gar nicht gesehen, dass Etikette frei ist. Genau. Und Etikette, ohne Scheiß, was ein geiler Move. Wunderbar. Wie er sich da reindreht, in einer Bewegung den Ball ablegt und dann kommt fucking Mario Götze. Und deswegen will ich, dass Mario Götze hier ist, die ganzen Jahre schon, weil er dann einfach diesen Ball trocken links in den Winkel wichst. Ja. Und dann führst du 1-0. So, und dann führst du 1-0 nicht, weil du Glück hast, weil irgendwie eine Murmel reingegangen ist, sondern weil du in dem Moment gezeigt hast, wir sind eine gute Mannschaft und wir haben einfach Selbstvertrauen und wir spielen. Die Eintracht spielt mittlerweile so. Ja. So, und da klappt nicht immer alles. Das will ich auch gar nicht schönreden. Ich will auch nicht so tun, als wäre das ein Feuerwerk gewesen. Aber diese kleinen Momente, unabhängig von den entscheidenden Szenen, haben mich echt gut beruhigt, weil du hast die Verteidigung angesprochen, du hast auch immer Passstaffetten drin. Wo, keine Ahnung, der Endplan sind vielleicht 6 Pässe, es klappen aber nur 4. Meine Güte, das kann immer wieder passieren. Es ist trotzdem irgendwie noch ein bisschen Sand im Getriebe, aber es ist egal, weil du lässt dich davon nicht aus der Ruhe bringen und kannst dann, wenn du Bock hast, wie in anderen vergangenen Spielen auch schon, einfach mal deine Qualität auf den Tisch legen und dann gewinnst du den Pott. Du hast eben Mario Götze angesprochen, derjenige, der erneut getroffen hat. Herzlichen Glückwunsch. Ja, zu seinem 100. Bundesligaspiel bei der Eintracht, glaube ich, sein 9. Tor. Zuletzt getroffen bei seinem 300. Bundesliga, genau, was? 300. Bundesliga-Spiel genau. insgesamt. Da hat er bei Union getroffen. Jetzt genau. Das Pflichtspiel. Aber jetzt muss ich natürlich die kritische Frage stellen. Trifft er nur noch bei Jubiläen? Ist das nicht vielleicht zu wenig? Marvin Mendel zählt Mario Götze an. Was soll das? Ja, Jubiläumskicker. Ja. Tatsächlich muss man sagen, hat er, also wenn man sich an die ersten Jahre von Mario Götze erinnert, da war der, glaube ich, deutlich torgefährlicher. Das hat ein bisschen abgenommen. Der hatte ja auch so eine Chance Anfang der ersten Halbzeit, irgendwann in den ersten 20 Minuten, wo er rechts durchgeht oder frei ist plötzlich und dann versucht er nochmal quer zu legen. Da kannst du eigentlich auch einfach draufnageln, gucken, was passiert. Also manchmal habe ich das Gefühl, der könnte ein bisschen eigennütziger spielen, gerade so im 16er, da legt er oft mal quer und links und rechts. Aber ich bin sicherlich der Letzte, der jetzt hier irgendwie Mario Götze erzählt. Das war auch nicht ernsthaft mein Ansinnen, sondern ich wollte eigentlich nur ein bisschen rauskitzeln. Klar, 2, 3 Tore mehr in der Saison wären geil, aber ey, ich finde den so wichtig für die Mannschaft. Ich finde den spielerisch so hochklassig. Der soll bitte genau das machen, was er denkt, was richtig ist. Wie ist dein Gefühl zur Rotation? Weil es ist ja doch immer so, ne, mal spielt Mario Götze von Beginn an, mal rotiert er rein und andere Spieler rotieren dafür raus. Wie gut funktioniert das eigentlich? Wie kann das sein, dass das gerade so gut funktioniert? Ja, wir haben da in den letzten Wochen immer mal drüber geredet. Ich finde, wenn man jetzt die Bank sich mal anschaut, das ist ein unfassbarer Qualitätssprung, den du in den letzten Jahren gemacht hast. Du hast, wenn du auch, guck mal die Europacup-Sieger 11 an, wer da von der Bank kam und dann ja tatsächlich auch noch performt hat. Also am Wochenende, sie haben Sonntag, glaube ich, irgendwie durchgesäppt, dann kam Lautern gegen Braunschweig, da schoss gerade Aimami Touré irgendwie, scheiterte gerade vom Torhüter. Und ich dachte, okay, krass, vor 2 Jahren war das die Bank von da. Ja, klar. Weißt du? Ja, klar. Ich habe eine hohe Meinung von Aimami Touré, aber der spielt jetzt in der zweiten Mannschaft, jetzt, in der zweiten Liga. Jetzt guck dir mal die Bank aktuell an. Das sind alles richtig gute Kicker. Das sind alles potenzielle Stammspieler. Ja, und aus dem Pool kannst du jetzt in der Saison, wo du 3 verschiedene Wettbewerber hast, kannst du dir immer diejenigen rauspicken, die du gerade brauchst, die im Training vielleicht sich anbieten, die jetzt wie Nene Brown zum Beispiel oder Namdi Collins, die einen nächsten Step gemacht haben und so weiter. Das ist die allerbeste Bank, die ich bei der Eintracht überhaupt je gesehen habe. Basti, jeder Einzelne, der auf dieser Bank sitzt, hätte vor 2 Jahren bei der Eintracht Stamm gespielt. Ja. Safe. Ja. Ist vielleicht wirklich auch einfach der Schlüssel, dass wir gerade diese Variabilität haben und dann wirklich auch rein und raus rotieren können. Wir werden gleich über noch das wichtige Spiel sprechen, was dann international wieder kommt. Da wird es dann auch wieder eine Rotation geben. Ist das gerade der Schlüssel, dass es so gut läuft? Ich glaube tatsächlich, dass das einer der Schlüssel ist. Ich glaube, von dem Schlüssel werden wir sogar noch mehr im Februar, März profitieren, wenn die Saison noch länger ist. Ja. Aber aktuell profitieren wir natürlich davon, dass der Konkurrenzkampf dadurch auch angeheizt wird. Ja, das ist wichtig. Dass du halt weißt, okay, ich kann mir gar nicht so viele schlechte Spiele erlauben, sonst bin ich draußen. Gleichzeitig, wenn du dann mal draußen bist, brauchst du auch keine Angst haben, dass du nie wieder reinkommst. Ja. Das heißt, du hast einfach wirklich eine gute Durchlässigkeit, was die Startelf betrifft. Und du hast halt einfach auch mittlerweile mehr Spieler, die für die Startelf in Frage kommen. Du hast nicht eine Top 13 und dann kommen die anderen nur, wenn die Leute verletzt sind, sondern du hast gefühlt 17, 18 Spieler, wo keiner, wenn er die Aufstellung dann auf sein Handy kriegt, denkt, oh, guck mal, der spielt. Sondern nee, du hast alle taktischen Möglichkeiten, du kannst ein bisschen nach dem Gegner ausrichten, du kannst die Schnelligkeit reinbringen, du kannst dir, wie du es jetzt gemacht hast, mit Skiri und Götze auch ein erfahrenes defensives Mittelfeld basteln, du kannst variabel reagieren, du hast Spieler, die verschiedene Positionen bekleiden können. Das heißt, die Eintracht ist flexibel, die Eintracht hat einen guten Konkurrenzkampf und die Eintracht hat Spieler, die alle Bock
Bock haben. So, und das merkst du, finde ich, weil du selbst bei Chaby zum Beispiel das Gefühl hast, okay, der ist trotzdem einfach ein integraler Bestandteil dieser Truppe. Er ist momentan nicht so gut drauf, er wird aber trotzdem durch Kurzeinsätze irgendwie wieder reingebracht. Das heißt, du hast alles in allem einfach eine geile Truppe. Ich glaube, damit kann man es gut zusammenfassen. Und trotzdem muss man auch sagen, was an diesem Samstag das Spiel durchaus entschieden hat, du hast es eben schon angesprochen, war die Verteidigung. Ja. Wir haben jemanden gesehen, Collins Anfang ein bisschen wackelig, dann aber gut reingekommen, fand ich. Koch sowieso ein auch wichtig, ganz gut, auch wichtig, dass Collins, er hatte so einen merkwürdigen Move, aber es ist danach völlig egal. Nee, ist danach völlig egal. Das ist völlig egal, der spielt direkt weiter, richtig gutes Spiel, Nene Brown genauso. Koch in einer soliden Situation, wo wir sagen müssen, meine Güte, wie grandios ist das denn, bitte? Robin Koch hat mir an dem Tag mit am besten gefallen. Diese Kleinigkeiten. Und dann schubst er den so ein bisschen, dann macht er mal hier, dann macht er so offensichtlich, schubst er einen und sagt, was willst du? Ich glaube, ganz ehrlich, so, wenn du ein Jahr in Frankfurt bist, wirst du so, und ich liebe es. Aber ich glaube, diese Selbstverständlichkeit holt er sich auch dadurch ab, dass er mittlerweile wieder fester im Kreis der Nationalmannschaft ist, auch weiß, dass sein Spiel, wie er diese Innenverteidiger oder diese Verteidigerposition interpretiert, auch gewürdigt wird. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, das darf man nicht vernachlässigen, dass er merkt, okay, er kommt dann an, und bei der Eintracht natürlich, bei den Fans kommt er an, aber er gibt diesem Spiel wirklich auch eine große Stabilität. Da freue ich mich. Und du hast einen Spieler angesprochen. Na klar, Nene Brown, finde ich gut, dass du es auch nochmal erwähnst. Super gut, wie offensiv der sich auch mittlerweile einfindet. Wahnsinn, ja. Total toll, da bin ich großer Fan. Er ist ja immer noch in der großen Entwicklung. Collins und Brown sind wie Neuzugänge in der Saison. Ja, lasst mal, schreibt mal eure Liebe in die Kommentare. Lasst mal ein bisschen Liebe da. Auf jeden Fall dafür, dass die gerade so krass performen. Nene Brown, wie er dann dementsprechend auch das 1:0 eingeleitet hat. Und wir müssen über eine Person sprechen. Du hast eben schon erwähnt, TAT. Dein Name. TAT. So, jetzt der neue Song schon am Start. Genau, nachdem ich bei Wums gesehen habe, dass die jetzt schon den Oma Mamouche-Song haben. Also, liebe Leute, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Aber Arthur Theat, wie wunderbar war die Spieleröffnung. Ein offensiv wichtiger Spieler, der in der Defensive brilliert. Also der ist wirklich wenn der auf dem Level spielt, ist der ein absolutes Rundum-Sorgungspaket. Der ist defensiv total geil. Der hat wirklich nicht einen wichtigen Zweikampf verloren. Sagt das deine Frau auch über dich? Man weiß das nicht. Offensiv der das Rundum-Sorgen-Paket. Das Rundum-Sorgen-Paket. Stefan, ich mach mir Sorgen. Der ist ja eigentlich Stürmer gewesen, bis zur A-Jugend sogar, glaube ich. Also sehr, sehr lange auf hohem Niveau war der Offensivspieler und hat es nicht gepackt als Profi und ist dann in der belgischen Liga nochmal gereift und zwar umgeschult worden als dann Verteidiger. Und das ist eventuell auch ursächlich dafür, dass der so ein krasses Gespür hat für diese offensiven Räume und diese offensiven Bewegungsabläufe, Laufwege und so weiter, weil ich finde das außergewöhnlich, mit was für einer Souveränität der diese Pässe spielt, diese scharfen Pässe in diese Halbräume, das hat wirklich fast was von einem Spielmacher, finde ich. Also zurückgezogen natürlich irgendwie, aber der findet exakt die Spots, wo er irgendwie reinspielen muss, tut das mit einer richtig guten Schärfe, das heißt, du kommst als verteidigende Mannschaft, hast du sofort ein Problem, weil da jemand sich freiläuft, der sehr scharf angespielt wird und der kann sich sofort drehen und dann das ist auch so ein Ding, was man bei der Eintracht beobachten kann, ist dieses Aufdrehen. Ist so unglaublich gut verbessert worden, dass du das Gefühl hattest, du kriegst den Ball so und dann drehst du sofort das Spiel auf. Dann hast du sofort irgendwie einen Riesenraum und wenn nicht, dann manchmal drehst du dich auch nach hinten wieder zurück auf. Also du hast eine unglaublich krasse Rotation in diesen Pässen drin. Das ist so krass. Und das finde ich einer, der das total beschleunigt, weil alle wissen, der Pass kommt halt scharf, der kommt schnell, der kommt genau dahin, wo er hinten muss. Und dann hast du natürlich auch diese halbe Sekunde, die du brauchst zum Aufdrehen, weil halt in deinem Rücken gerade keiner ist, weil du dich gerade hinten freigelaufen hast. Das macht das Offensivspiel super, super, super schnell, finde ich. Und der ist ja natürlich nicht der Einzige, der das gut kann, sondern aber das ist schon als Linksverteidiger, das quasi so zu forcieren, die ganze Zeit. Es gab im Spiel jetzt 3, 4, 5 von diesen Situationen. Eine davon, die dann zum Tor geführt hat. Aber eben auch diese Diagonalbälle. Ne? Wenn du merkst, okay, das Spiel ist jetzt zu eng hier auf der Seite, gucken wir mal, was da hinten geht. Und dann haut der die darüber und dann ist da so ein Collins irgendwie. Oder ein Ansgar Knauf in der ersten Halbzeit, glaube ich noch, der die quasi pflücken kann und dann hast du plötzlich ein bisschen Wiese vor dir. Also das muss ich wirklich sagen. Defensiv, da kannst du natürlich von ausgehen, wenn du so einen belgischen Nationalspieler holst, dass der was mitbringt. Dass der offensiv so ein Näschen hat, das überrascht mich jetzt doch sehr. Und Mentalität, ehrlich gesagt. Ja, und das darfst du bei ihm nicht vergessen. So, im Endeffekt ist er ein technisch sehr, sehr starker Verteidiger, der all das hat, was Stefan Reich gerade beschrieben hat. Und trotzdem hat er auch den Vibe von so einem richtig asozialen Verteidiger, der eigentlich keinen Fußball spielen kann. Es gibt ich meine, erinnert euch, es gibt genug Verteidiger. Wir hatten bei der Eintracht auch viele. Carlos Zambrano, er ist jetzt wieder mit Lionel Messi aneinander. Ich habe jetzt eher an Kiki Jakobs und Mike Franz gedacht, liebe Grüße, die ja trotzdem vielleicht nicht die besten Fußballer waren, das auch wussten, aber trotzdem über die Mentalität, über die Zweikämpfe
Zweikämpfe, das, was der Verteidiger so machen muss. Ganz verrücktes Tor damals gegen Leverkusen. Ich glaube, er hat immer noch einen Bandscheibenvorfall, deswegen. Nein, aber ich meine, er verbindet das. So, normalerweise gibt es nicht viele Verteidiger, die das beides vereinen, sage ich mal. Es gibt elegante und es gibt asoziale und er ist irgendwie beides. Wir können sehr, sehr froh sein, wenn wir in die Defensive gucken und sehen, mit welcher Varianz da auch immer wieder gespielt werden kann. Ich meine, das sprichst du auch mal wieder an. Ja, klar, genau. Wir haben es jetzt gerade heute mal nicht gemacht, aber trotzdem wichtiger Spieler. Und das ist ja genau das. Die Eintracht steht nicht umsonst auf einem absurden Tabellenplatz 2. Bester Saisonstart seit Einführung der 3-Punkte-Regel. Das muss man sich mal geben. 23 Punkte hat die Eintracht jetzt schon gesammelt. Es fehlen also noch 17 zum Klassenerhalt. Und liebe Leute, wenn ihr Präventiv-Pessimisten seid, schreibt auch mal rein. Ja, du hast mich gerade auch wieder geerdet. Ja, klar. Also, das ist kannst du mir das Wasser reichen? Warm, ja. Zweiter einfach. Ja, Zweiter. Stefan, wie kann das sein, dass die Eintracht sich gerade schon wirklich festsetzt? Das hängt natürlich auch ein bisschen mit der Schwäche der anderen zusammen. Schwäche in Anführungsstrichen, wenn die mal ein Spiel verlieren. Aber die Eintracht verliert es gerade nicht. Und die Frage, die ich mir stelle, wo kann das jetzt noch hingehen? Boah, also da haben wir jetzt alle auf die Bremse getreten. Ne? Götze, Krösche, Topmöller und so weiter. Und auch gut so. Tun auch gut daran, weil es sind tatsächlich auch erst 11 Bundesligaspieltage gespielt. Aber wenn man die Truppe sieht, also mir geht wirklich das Herz auf, muss ich echt sagen. Ne? Also spielerisch ist das geil. Du hast so Spiele wie jetzt gegen Werder, wo es kämpferisch plötzlich, wo du so einen dreckigen Sieg quasi einfährst. Ne? Du hast Spielglück auch, muss man auch sagen. Dann ist viele Spiele, wo du irgendwie auch ein bisschen... Aber das ist egal. Glück hast. Nein, aber das sind so die Zutaten für... Du hast einen geilen Kader, du hast eine geile Offensive, eine außergewöhnliche Offensive, du hast eine außergewöhnliche Defensive. Du hast eine extrem gute Ersatzbank. Das sind alles so Zutaten. Ja. Du kommst jetzt in den Flow, du hast jetzt 5 Pflichtspiele nacheinander gewonnen. Das sind alles Zutaten für eine außergewöhnliche Saison. So, ne? Und deswegen, wenn du mich fragst, wo das hingehen kann, ich habe vor ein paar Wochen schon gesagt, ich halte das für eine außergewöhnliche Mannschaft. Und ich kann mir ganz gut vorstellen, dass wir im Mai irgendwo in der Bundesliga landen. In der Bundesliga landen und vielleicht nicht. Ich glaube, dass die Eintracht in der Tabelle sein wird. Ich will es jetzt nicht aussprechen. Nein, das sprichst doch auch nicht aus. Ich glaube, es ist eine Mannschaft, die was erreichen kann. Du hast doch schön kodiert. Aber ich will noch mal ganz kurz dazu sprechen kommen, weil das ganz gut war, wie du das gerade erwähnt hast. Denn es ist ja auch so gerade so ein Bremen-Spiel ist doch auch für dich so ein bisschen was Besonderes. Also, weil die Eintracht hat jetzt nicht mit voll viel Glory gewonnen oder so. Es war jetzt nicht unfassbar, keine Ahnung, Pomp and Circumstances 5-0 oder so, sondern es war ein knappes 1-0 im Endeffekt. Aber sind es nicht auch die Spiele, wo du dann auch daraus ziehst, wie diese Mannschaft gewachsen ist? Ja, tatsächlich. Das sind die Spiele, da geht mir viel mehr das Herz auf. Das habe ich jetzt auch schon hier oft gesagt und auch vor der Saison gesagt, dass es mir in dieser Saison viel wichtiger ist, dass wir diese Spiele gewinnen. Weil diese Spiele haben wir letztes Jahr alle 1-1 gespielt und wussten danach nicht, was machen wir damit. Ja. Und dieses Jahr gewinnst du die Spiele. Da kommt Glück dazu, da kommt Zutrauen dazu, da kommt aber auch dadurch einfach dieser Flow dazu, der dich dann halt einfach daran glauben lässt. Ja. So, weißt du, du fängst gar nicht an mit Zweifeln, sondern es gibt Schwierigkeiten, die du hast. Es gibt auch noch Mängel in diesem Spiel. Da finde ich, dass Götze, Trapp und Krösche recht haben, dass man da das nicht aus den Augen verlieren sollte und immer wieder auf die Bremse treten sollte. Und trotzdem bist du verdient in diesem Flow, weil du halt auch geil bist. Ja. Weil du halt einfach Sequenzen hast, wo du einfach geile Spieler hast, die geile Dinge tun. Wie viele geile Tore haben wir dieses Jahr auch schon gesehen? Ob es rausgespielt war, ob es eine Einzelleistung war, Freistoß. Tatsächlich haben wir sogar mal nach einem Eckball ein Tor gemacht. So. Also du hast einfach eine unglaublich große Varianz. Und du hast es gesagt, die Eintracht hat sehr, sehr viel Werkzeuge im Koffer diese Saison. Und selbst wenn da mal 2, 3 rausfallen, hast du genug Zeit, die wieder einzusammeln. Also das ist echt eine geile Truppe. Aber die Werkzeuge werden jetzt auch durchaus benötigt, um einen Traum, den der Herr Reich hier angesprochen hat, vielleicht auch zu realisieren. Auch wenn er es nur kodiert gemacht hat. Ihr könnt euch alle denken, wo es vielleicht hinläuft. Aber am Donnerstag läuft es erstmal nach Dänemark. Ja. Und zwar Midtjylland, ein wichtiger, spannender Gegner. Aktuell Tabellenplatz 4 nur, nachdem sie die letzten Zeit 3 Niederlagen eingesteckt haben. 2 in der Liga, 1 im Europapokal. Und das heißt, die fahren gerade mit, sag ich mal, einem negativen Vibe. Müssen die Eintracht bespielen, müssen wir mal gucken. Wir haben sehr viele Vorteile, unter anderem, weil wir schon am Samstag gespielt haben. Midtjylland spielt heute, am Montagabend erst, was ich echt ein bisschen krass finde dafür, dass sie dann halt am Donnerstag schon wieder die nächste Partie haben. Aber lieber Stefan, erzähl mir mal, ihr habt ja so ein bisschen was geplant. Ihr seid ja tatsächlich mit Fußball 2000 am Start und ihr nehmt den Trip oder ihr nehmt, soll ich sagen mal, die Verantwortung von Fußball 2000 wahr und seid im Norden. Freust du dich? Ich freue mich mega. Ich habe total Bock. Wir waren ja schon in Istanbul, da war ich aber quasi beruflich und jetzt wird es eher so ein halb privater Trip. Natürlich machen wir dann auch die Fußball 2000 Reaction
aus dem Stadion. Ganz professionell. Aber in erster Linie geht es darum, Auswärtsfahrt, ein paar Bier trinken, geiles Eintrachtspiel sehen, irgendwo wirklich am Arsch der Heide, ne? In Midtjylland. 7 Stunden, Hauptsächlich im Zug sitzt. 7 Stunden Zugfahrt, glaube ich, ne? Plus nochmal eine Stunde Mietwagen irgendwo. Also genauso, wie es sein soll. Mittwoch geht's los, Freitag sind wir wieder da. Ich habe mega Bock. Ich habe wirklich mega Bock. Ich hoffe, wir sehen ein paar andere. Es kommen ja nur so 600, ich glaube, es gibt nur 600 Tickets oder so. Gut, den einen oder anderen werden wir trotzdem treffen und da freuen wir uns drauf. Basti, hast du schon das Gefühl, dass trotz der nur 600, 700 Karten der eine oder andere zusätzlich den Weg auf sich nehmen wird? Ich bin gespannt. Es gab einige merkwürdige E-Mails von Midtjylland, weil es hieß am Anfang, wenn du irgendwie Karten für ein A- oder B-Spiel kaufst, ich weiß nicht genau, wie das kategorisiert war, kannst du auch Europapokalspiele kaufen. Dann gab es irgendwie Leute, die haben für ein gewisses Spiel Karten gekauft. Das war dann aber gar kein B-Spiel, weil das ein Derby war. Oh. Das heißt, alle die haben gesagt, das ist auch ein A-Spiel. Und du musst vorher mal Karten für ein B-Spiel gekauft haben. Alle Leute dachten, dieses Spiel ist ein B-Spiel. Es war aber kein B-Spiel, weil es ein Derby war. Und deswegen hat es sich nicht qualifiziert, aufgrund dieser Karte eine Europapokalkarte zu kaufen. Aber ich bin mir sicher, dass wir hier bei einer 4-stelligen Zahl Eintracht-Fans im Stadion landen werden. Das wirst du spätestens merken, wenn angestimmt wird, steht auf, wenn ihr Adler seid. Du wirst es vielleicht am Vorabend ist das eine Stadt oder in dem Dorf schon merken, müssen wir mal schauen. In der Region? In der Region wirst du schon merken. Ich habe richtig Bock, weil es ist wieder einer dieser Fahrten, Marvin, wir hatten es auch schon mal zusammen. Ja. In diesen Orten wäre ich normalerweise nicht gelandet. Ja. Also ich wäre niemals irgendwann zu Hause auf der Couch gewesen und hätte gesagt, hier, ich schreibe jetzt mal Jungs, ab nach Midtjylland. So, das hätte ich niemals gemacht, das kommt durch den Fußball. Ich habe Bock darauf. Ich habe Bock darauf, Dinge zu erleben. Wie geil ist das? Züge zu verpassen. Nein, du hast das ausgesprochen. Irgendwelche Sachen zu spielen. Ich beneide euch ja wirklich sehr. Liebe Leute, schreibt ihr mal in die Kommentare, ob ihr vielleicht auch euch auf dem Weg macht. Das wäre ja ziemlich cool. Dann seht ihr die beiden Ganoven. Ich muss sagen, ich bedauere es tatsächlich sehr, dass ich nicht mit kann, weil es ein geiler Trip. Wir bedauern auch, dass du nicht Ja, danke. Dass ihr fahrt. Wir werden so ein kleines Marvin. Ja. So eine Marvin-Maske. Ja, genau. Da passiert mir irgendwas. Marvin in einem Business-Meeting. Wir lösen dir so kleine Biere ein, dann wirst du besoffen. Ja, so beim Frühdienst um 6:45 Uhr kann ich, das ist der Grund, warum ich nicht mit kann. Aber muss der Marvin sich rechtfertigen, warum er verkatert ist. Ja, ich habe nichts getrunken. Ich weiß es auch. Marvin. Herr Menn, Sie stinken wie ein Bierfass. Ja, die Fahne, ich riech's von hier, ja, genau. Und dann läuft mir, weil du es irgendwo so ganz komisch hingetackert hast, läuft mir hier so Blut raus oder so. Ja, also vielleicht keine Voodoo-Puppe, ja, aber vielleicht mal welche Optionen es gibt. Aber ihr fahrt von Frankfurt. Truckerhut. Ja, Truckerhut, das wäre gut, ein Truckerhut. Truckerhut. Das auf jeden Fall. Genau, das ist ja ein weiter Trip, den ihr da bewältigen müsst. Ihr fahrt von Frankfurt erstmal nach Hamburg, habe ich das richtig gehabt? Und dann fahrt ihr noch mal nach Kopenhagen? Oder? Nee, nach Herning oder so heißt Herning. das. Oder Kopenhagen würde auch keinen Sinn ergeben. Nee, Herning ist das, wo es ist. Also da spielt Midtjylland, glaube ich. Und dann müssen wir in Kolping nach Herning oder so, keine Ahnung. Okay, ich mache die Planung nicht, ich bin da nicht der Mann für das. Ich hänge mich einfach dran. Ich auch. Wir sind sehr gespannt, was passiert. Ihr habt jemanden anderen gefunden, der die Planung macht, aber ihr müsst nicht jemanden anderen finden, der euch erzählt, wer da so spielt. Und da gibt es nämlich einige spannende Spiele, auf die wir auf jeden Fall gucken müssen. Und zwar übrigens ein Spieler, den wir sehr gerne gehabt hätten. Kevin N'Barbo spielt da, ist mittlerweile dorthin ausgeliehen. Ja. Ein Spieler, bei dem wir vor einigen Jahren gedacht hätten, der könnte die Abwehrseite der Eintracht auch mal ein bisschen befüllen. Das ist leider nicht geworden, aber auf jeden Fall Stammspieler dort. Naja gut, ja. Also es gibt Leute, die wechseln zur Eintracht und es gibt Leute, die wechseln nicht zur Eintracht. Ja. Also der ist ja damals zu Wolfsburg gegangen. Ich glaube, das ist ja so ein bisschen so ein Season gewesen von Adi Hütter. Das ist der klassische Fall. Man geht nach Wolfsburg irgendwie als aufstrebender Spieler und verdient einen Arsch voll Geld, aber sportlich geht es bergab. Das haben von Yunus Mali über keine Ahnung wen und bis Kevin N'Barbo alle erlebt. Yunus Mali kann ich mir Das ist schade, weil ich fand den damals ziemlich geil. Der war sehr dynamisch. Ja. Tja. Also, da muss man aufpassen, zumindest die dort, und auf wen wir aufpassen müssen, auf jeden Fall gerade unsere Abwehr, Francolino. 20 Jahre erst alt, ja, ein gebürtiger Portugiese, hat davor bei Sporting gespielt und ist jetzt im Sturm, ein Sturmwirbelwind, und definitiv einer, der viele Tore schießt. Das heißt, bei Midtjylland einer der größten Scorer, unter anderem auch Adam Buxa. Ja, ich habe es mir extra aufgeschrieben hier. Polnischer Nationalspieler, hat eine spannende Vita, hat in der Zeit der Corona-Zeit schon in den USA gespielt, ist er wieder zurückgewechselt. Aktuell kein Stammspieler, aber ziemlich langer Lulatsch. Hat, glaube ich, auch schon zusammengespielt mit Lewandowski. Also wenn er sich ein bisschen was von dem abgeguckt hat, muss man auf jeden Fall aufpassen. Das sind so die Spieler, wo ich sagen würde, haltet mal ein Auge drauf. Ich sag mal so,
das musst du trotzdem als Eintracht Frankfurt machen. Also Adam Buxer hin oder her. Aber das tut mir leid, da bist du eigentlich schon deutlich die bessere Mannschaft. Und dann das musst du halt seriös angehen da. Nicht davon ausgehen, dass du das machst. Nicht jetzt so wie ich, ne? Sondern als Spieler musst du das ein bisschen seriöser angehen. Prinzipiell sollte man da gewinnen. Und dann hat tatsächlich Christopher Michel, Official, letzte Woche gesagt. Christopher Michel, Official. Christopher Michel, Official. Sein Supercomputer hätte ausgerechnet, dass die Eintracht quasi durch ist, wenn sie gewinnen. Das glaube ich ihm jetzt einfach mal. Glaubst du das auch? Sind wir dann durch? Heißt es, dass wir dann, und obwohl noch ein paar Spiele dann zu spielen sind, schon eigentlich fest qualifiziert haben und dann eigentlich schon... Ich weiß es nicht. Ja. Es tut mir leid, dieser Modus hat halt dafür gesorgt. Wisst ihr jetzt, dann schreibt es in den Kommentaren. Habt ihr eine Serverfarm zu Hause, die das berechnen kann, was passiert, wenn die Eintracht gewinnt und welche Konstellationen passieren müssen? Ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, die Eintracht macht auf jeden Fall einen sehr großen Schritt, sagen wir es mal so, Richtung Zwischenrundenvermeidung, wenn die dort gewinnen. Und das ist wahrscheinlich von den Aufgaben, die noch übrig sind, die in Anführungszeichen einfachste. Also bevor du dann in Lyon oder in Rom unter Druck bist, dann lieber dieses Spiel jetzt gewinnen, dass du dann eventuell einfach dich oben auch festsetzt, wie in der Bundesliga, das auch in der Euroleague tust, je nachdem, was das dann bedeutet. Gibt es noch ein Heimspiel dann? Ja, es gibt noch ein Heimspiel und deswegen sage ich, der Supercomputer lügt, weil mir sind noch zu viele Spiele, die da gespielt werden. Ich glaube, es sind nämlich danach noch 3 Spiele. Es ist nämlich noch Lyon, es ist noch Rom und es ist noch das Budapest-Heimspiel. Das heißt also, ja, es kann schon gut laufen. Ich würde aber nicht zu viel darauf setzen. Trotzdem ist es wichtig, dass die Eintracht im Midtjylland besteht und wir dann vielleicht planen, dass wir zumindest noch mal alle gemeinsam nach Lyon kommen. Ich nehme mein Notebook dann nicht mit. Ich nehme nicht mal Boxershorts. Hingehen. Dann sollen Sie mal probieren, mir die Boxershorts zu klauen. Ich habe gar keine Ahnung. Dann guckt ihr. Also, liebe Leute. Na, ganz kurz. Wenn wir über Europa sprechen, es tut mir leid, ich muss es trotzdem immer wieder machen. Nee, mach. Die Frage, die sich danach am Sonntag stellt, ist, can you do it on a cold Sunday in Heidenheim? So, wir haben über das Bremen-Spiel gesprochen, wir reden über das Midtjylland-Spiel. Am Ende dieses Heidenheim-Spiel, und ich weiß, ich mache das jetzt diese Saison ziemlich oft, aber das wird auch eines der wichtigsten Spiele. Das sind wieder 3 Punkte. Das nächste wichtigste Spiel. Nein, aber am Ende ist so. Das sind wieder 3 Punkte. Das ist wieder in so einem Sandwich drin. Das ist wieder so ein Spiel, wo du denkst, boah, ich kann Spieler verstehen, die dann kommen aus Dänemark und denken, boah, jetzt müssen wir gegen die wirklich auch ekligen, im positiven Sinne gemeinten Heidenheimer spielen, die ja trotzdem auch ein paar geile Spieler haben. Aber was ich verstehe, bietet dir trotzdem 3 Punkte. Ich will einfach nur sagen, Leute, auch Fokus in Heidenheim. Ich verstehe dich, trotzdem glaube ich aber, dass die Mannschaft sich gerade so in einen Hype spielt, den wir sie ja auch gerade so reinreden, dass die nicht denken, Alter, sondern geil, ich hab Bock. Ich glaube, dass diese Mannschaft gerade dieses ich hab Bock Spiel hat. Ja? 2 Sachen. Okay. Einmal, ich glaube, das ist eine Woche, wo es extrem darauf ankommt, auf diese gute Bank, die wir gerade beschworen haben, weil du wirst relativ viel rotieren, glaube ich, in beiden Spielen. Da müssen jetzt diejenigen zeigen, die nicht so viel spielen, dass sie auch richtig Bock haben. Das, glaube ich, wird passieren. Und zweitens, Heidenheim spielt unter der Woche gegen Chelsea zu Hause. Ja. Völliger Fehler in der Matrix, aber ich glaube, das ist eher für die ein Problem, dass die jetzt so das absolute Highlightspiel ihres gesamten Vereinslebens haben und dann 3 Tage später die Eintracht kommt und sie wieder Bundesliga spielen. Ich glaube, es wird eher andersrum, eher für die, dass das ein Thema sein wird. Und dann wird es eine noch unangenehmere Eintracht, als es in der letzten Saison schon war. Da waren wir trotzdem auch erfolgreich. Aber ich glaube, diese Saison ist die Eintracht noch bissiger. Und ich glaube, wenn wir diesen Biss sowohl am Donnerstag als auch am Wochenende zeigen, dann könnte zumindest Tabellenplatz 2 auch in der nächsten Woche, in der nächsten Folge Fußball 2000 wieder winken. Macht's gut, ihr Lieben. So, ihr Lieben, das war die neue Fußball 2000 von heute. Wir alle merken, die Eintracht ist in einem wunderbaren Flow und wir können uns nur darüber freuen, was gerade passiert. Aber freuen kann ich mich auch über dieses wunderbare Tor von Mario Götze. Und wenn ihr euch das nochmal angucken wollt, dann klickt einfach mal hier rein. Das sind unsere Highlights, kommentiert von dem wunderbaren Stefan Reich und mir. Die Spielhighlights gegen Bremen. Klickt euch rein.